Ich bin heute mal ganz optimistisch und werde Ace heute mal von seinem Winterkleid befreien und auch von den Anbauten, die ich für die Touren angebaut habe. Da kommt auch einiges an Gewicht zusammen. Ich schätze mal alles zusammen mit den Zusatzscheinwerfern, Gepäckträgern, Topcase, bestimmt 20 Kilo. Und den werde ich jetzt mal strippen und alles mal wieder so aufs Frühjahr zurückbauen. Das ist noch ein bisschen frisch draußen, ich glaube so um die 8 bis 10 Grad. Aber es wird, glaube ich, langsam und von daher werde ich heute mal die Vespa wieder zurückbauen auf ihr Frühlingskleid. Das Schöne ist, so ein Umbau bei der Vespa ist zumindest für mich immer relativ schnell gemacht. Da muss man jetzt nicht Stunden umbauen, um wieder auf das Alte zurückzukommen. Ich fange einfach hinten an, Topcase abmachen, 2 Sekunden ist das Ganze runter, das geht super schnell. Zack, weg ist es. Auch der Gepäckträger hinten mit dieser Platte hier für das Topcase, das wiegt natürlich alles doch eine ganze Menge. Von daher kommt heute alles weg. Heute wird die Vespa wirklich wieder komplett zurückgebaut. Nicht ganz auf ihren Urzustand, aber zumindest so, dass sie wieder wirklich richtig schön leicht ist. So, Gepäckträger ist auch relativ simpel. Ich mache an sich fast alles, was ich so an der Vespa mache, mit einem Werkzeug, nämlich mit so einem Universalkasten hier. Zeige ich euch mal. Extrem praktisch. Da ist alles drin, was ich zumindest so für die Vespa brauche. Da lege ich mir jetzt die Werkzeuge raus. Einmal hier einen Innensechskant. Hier für die Schrauben brauche ich einen Torx. So. Und schon kann das Ganze losgehen. So, der Abbau vom Gepäckträger hinten, der ist wirklich super easy. Wie gesagt, 6 Schrauben lösen. Einmal hier die beiden. Und dann die beiden hinteren. Und schon kann der Gepäckträger abgenommen werden. Ich lasse diese Adapterplatte für mein Topcase lasse ich dran, falls ich demnächst mal wieder eine Tour plane und das Topcase wieder anbauen möchte. Dann brauche ich das nicht immer an- und abschrauben, weil das ist schon ein bisschen komplizierter. Da sind halt unten noch so Klemmen dran. Das ist ein bisschen eine Fummelei, von daher. Das lasse ich. Jetzt machen wir mal hier die Sechskantschrauben noch mal ein bisschen lose. Die müssen nicht ganz raus, nur locker gemacht werden. Könnt ihr mal die Zeit stoppen, also das dürfte nicht allzu lange dauern. Jetzt wieder wechseln auf Torx. Normalerweise kommt man hinten noch mit einem langen Schraubenzieher ran. Ich muss jetzt hier ein bisschen mich durchfummeln, weil der ja ausgeklappt ist. Geht aber auch ganz easy. Über diesen Winkel hier komme ich da auch wunderbar an die Schrauben ran. So, Nummer 1 ist raus. Nummer 2. Jetzt noch die beiden vorderen komplett raus. Oh, die ist schon lose. Na komm, da ist er. Einmal. Und zweimal. So, jetzt kann ich den Gepäckträger schon abnehmen. Dabei bitte immer, wenn ihr sowas mal macht, vorsichtig, denn da zerkratzt man sich schnell mal den Lack. Also hier vorsichtig rausheben. Zack, und das war's. Oh, jetzt merkt man auch mal, der wiegt doch einiges. Wäre mal interessant, den mal auf die Waage zu packen. Nochmal reinigen hier, wenn wir jetzt schon mal daran kommen. Ich hatte letztes Mal ja den kleinen Gepäckträger dran, hinten diesen schrägen. Das mache ich diesmal nicht. Ich mache den normalen Halter wieder ran. Mal was anderes. Und das ist wirklich schnell gemacht. Dabei immer wichtig, diese ganzen Auflageflächen hier, die klebe ich mir mit Moosgummi ab, damit ich meinen Lack schone.
Und dann wird das einfach hier vorne unten drunter eingefädelt, so hinten rauf. Also man sieht, kein Zauberwerk, das geht wirklich extremst schnell. So, hinten noch die zweite. Ja. Zack. Zack. Jetzt hier oben noch die beiden Schrauben festziehen vom Kunststoffgehäuse. Und dann war es das schon. Dann ist der Griff dran. Da kommt noch eine kleine Abdeckung hinten drauf. Da ich im Augenblick keine großen Touren fahre, kommt auch die Scheibe erstmal runter. Die schützt natürlich auch immer ein bisschen vor Kälte, aber ich will ja wirklich mal die Vespa komplett im Gewicht reduzieren. Und dafür kommt wirklich alles runter jetzt. Auch die Scheibe, die geht wirklich super schnell. Also ich habe immer den 17er Schlüssel mit dabei, um unterwegs mal nachzuziehen. Und ihr seht, kurz lösen, dann kann man ab einem gewissen Punkt mit der Hand drehen. Jetzt Nummer 1, fertig. Nummer 2. Ganz easy. Und dann wird die einfach nach vorne abgezogen. Vorsichtig, dass man sich da nicht zerkratzt. So, fertig. Das nächste, was jetzt noch ab soll, ist der Gepäckträger mit den Scheinwerfern vorne. Gepäckträger super easy. Einfach hier unten erstmal die Schraube lösen. Damit hängt er dann auch schon frei. Jetzt könnte man den natürlich hier gleich schon rausnehmen, wenn nicht die Kabel wären. Die gehen bei mir hier innen rein. Von daher muss ich jetzt noch die Krawatte kurz lösen. Dazu einmal hier oben die Zentralschraube runter. Krawatte abziehen. Ich muss jetzt also die Krawatte und den Gepäckträger kurz so in der Hand halten. So, und hier hinten sind jetzt 2 Steckverbindungen. Die kann ich einfach lösen. Zack, dann habe ich das Ganze in der Hand. Jetzt muss ich nur noch die Kabel hier durch die Krawatte wieder durchführen. Die beiden Kabel, die verstaue ich dann einfach. Ich habe hier so ein bisschen Gaffertape. Da werden die einfach nochmal mit verklebt hier hinten. Zack, dann wackelt es nicht. Und dann sind die wieder gut verstaut. Der Halter muss jetzt auch noch ab, da ich den Gepäckträger ja ganz abmache. Das ist auch nur diese eine Schraube hier. Das ist wirklich praktisch bei dem von Moto Nostra. Wenn ihr jetzt einen Gepäckträger hättet, der geschraubt ist, also wo man durch die Krawatte bohren muss, dann wird es schon schwieriger. Da muss man nämlich die Löcher, bei dem Vespa-Gepäckträger sind es, glaube ich, sogar 2 Löcher. Die muss man dann natürlich wieder irgendwie zukriegen. Das ist hier nicht der Fall. Jetzt kann ich hier die Schraube rausziehen, die Halterung, zack, zusammen, damit man es nicht verliert. Und das war es auch schon. Jetzt kann ich hier noch mal kurz gleich ein bisschen drinnen sauber machen. Man sieht natürlich, die Vespa ist jetzt wirklich eingedreckt. Ich werde demnächst die auch dann mal komplett polieren fürs Frühjahr. So, und dann die Krawatte wieder in die Halterung rein. Einmal andrücken. Die eine zentrale Schraube oben rein. Zack. Krawatte sitzt. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Das hier hatte ich rausgenommen wegen dem Gepäckträger. Damit das Ganze jetzt auch wieder komplett ist, kommt jetzt auch wieder hier
kleine Abdeckung rein. Zack. Scuderia-Emblem. Das muss natürlich wieder ran. Und schon ist die Front wieder komplett clean. Da jetzt keine Scheibe und kein Topcase mehr dran ist, können diese mammutösen Lenkerendengewichte auch wieder weg. Das sind die großen, schweren. Die brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Die mache ich nur ran, wenn ein Topcase hinten dran ist. Sollen helfen, das Lenkerflattern zu beseitigen. Wobei ich das an sich jetzt, seitdem ich die Stoßdämpfer dran habe, von BGM an sich gar nicht mehr habe. Statt der großen kommen jetzt diese kleineren ran. Ich habe hier noch Unterlegscheiben dazwischen. So, die haben wir jetzt auch gewechselt. Jetzt werde ich irgendwann, das mache ich aber nicht heute, die Spiegel wieder wechseln. Hier ist ja mal relativ viel dran wegen meinen Kameras und da kommen jetzt aber wieder die kleinen dran. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Vorne wieder ohne Gepäckträger. Ich habe auch noch die normalen Vespa-Felgen drauf mit meinen Winterreifen. Die werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen lassen. Es kommen dann entweder die 946er Felgen wieder drauf oder was ganz anderes. Da habe ich schon was im Auge. Ja, und hinten sieht es jetzt auch doch um einiges schlanker aus. Ohne den Gepäckträger. Morgen mache ich mal eine Testfahrt, dann nehme ich euch vielleicht mal mit und werde dann mal sehen, wie sich das Ganze jetzt fährt, ohne die ganzen Anbauteile, weil das ist wirklich echt eine ganze Menge. Also allein das Ding hier, boah, bestimmt 6 Kilo, 7 Kilo. Das Ding hier auch nochmal 5, 6 Kilo bestimmt. Also man spart wirklich jetzt bestimmt 20 Kilo ein. Den Auspuff werde ich auch wieder wechseln. Da kommt wieder der Arrow ran. Ich habe jetzt den hier für den Winter gelassen, weil der sah sowieso schon ziemlich zerrupft aus, wenn man das hier so sieht. Ja, der ist gerade mal 1 Jahr alt und der Lack ist runter. Da habe ich sogar an manchen Stellen schon nachgepinselt. Und trotzdem kommt der Lack runter. Also, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe noch einen zweiten alten davon. Aber der hier, der muss runter. Das hält nicht. Da ist der Arrow definitiv auch nochmal um einiges leichter. Also ich spare wieder ein bisschen Gewicht ein. Und definitiv auch diese Lackprobleme, die hat man da halt nicht. Naja, kommt auch bald wieder runter. Ansonsten bleibt es dann erstmal so. Und dann kann man im Frühjahr wieder ein bisschen in der Stadt cruisen und das Ganze ist ein bisschen leichter und besser zu handeln wahrscheinlich auch. Ja, Ace ist soweit jetzt gestrippt und wieder fast im Normalzustand. Hinten alles weg. Das Heck ist wieder sichtbar ohne das große Topcase. Vorne ohne Gepäckträger, ohne die Scheinwerfer, ohne Scheibe. Ja, jetzt gucke ich nachher mal, wie es sich fährt. Morgen mache ich eine kleine Tour, nehme ich euch vielleicht mit. Also auf jeden Fall wird er sich wieder ein bisschen wendiger fahren, denn es fehlen jetzt 20 Kilo und das macht bei so einem Fahrzeug doch eine Menge aus. Und ein paar Sachen kommen jetzt noch. Also die Spiegel werde ich noch wechseln, den Auspuff auf jeden Fall. Und dann, wenn das Wetter wirklich beständiger ist, dann kommen auch wieder normale Reifen rauf mit schöneren Felgen als diese Standardfelgen hier. Aber da muss ich noch ein bisschen warten. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Macht's gut und wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Bis dann. Ciao.